Gute und herzlich willkommen im neuen Monza am Römerberg in Frankfurt. Ich bin der Marco. Ich bin der Raphael und heute zu Gast Fußball 2000 bei uns. Gute und Grüße, frohes Neues an euch. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Erstmal ein kleiner Hinweis. Wir sind am 21.08. live in der Batsch Cup zur Saisonvorschau für die nächste Saison. Karten könnt ihr euch in der Beschreibung kaufen. Und heute reden wir natürlich über das Spiel gegen St. Pauli. Die Eintracht muss zurück in die Spur finden. Die Eintracht muss wieder reinkommen. Wir werden ein bisschen über Schwegler, ein bisschen über Mamouche reden. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Pam, pam! Fußball 2000, wir sind wieder da mit einer neuen Folge, direkt eigentlich vor dem Spiel gegen St. Pauli. Und liebe Leute, darüber werden wir natürlich sprechen, so wenige Tage, weil wir wollen natürlich sehen, wie kann die Eintracht 3 Punkte aus Hamburg entführen. Aber lieber Basti, schön, dass du da bist. Hier Frohes Neues. Frohes Neues, mein Frohes Neues, ja. Frohes Neues an euch da draußen. Schreibt gerne auch mal Frohes Neues in die Kommentare. Frohes Neues in die Kommentare. Ja, das können wir mal machen, oder? Machen ein Neujahrslike. Ein Neujahrslike. Direkt erledigt am Anfang. Also, haben wir auf jeden Fall alles abgebildet hier im Café Monza. Und ich will dich fragen, vieles Neues hier in Frankfurt und eine neue Personalie, die hat die Fans der Frankfurter Eintracht durchaus ein wenig umgetrieben. Und zwar im positiven Sinne, würde ich sagen. Pirmin Schwegler ist zurück bei der Frankfurter Eintracht. Wie bewertest du das? Ich bewerte es als positiv. Es hat sich jetzt irgendwie ein bisschen... Habe ich mir fast gedacht, ehrlich gesagt. Es hat sich jetzt ein bisschen gezogen. Ja, ja. So, man hatte diese Meldungen, ja, die kamen ja und dann wurde es merkwürdig still, dass man dann auch immer wieder mal gefragt hat. Ich wurde unruhig. Ja, man musste dann so irgendwie, was stimmt da irgendwas nicht oder bla bla bla. Ist ein bisschen ruhig geworden, aber es hat ja jetzt letztendlich geklappt. Ich glaube, er hat zum 1.1. jetzt angefangen. Ja. Man hat auch das eine oder andere Bild jetzt schon auf der Tribüne in Mainz jetzt bei diesen Testspielen gesehen, wo er quasi schon in Eintracht-Klamotten zu sehen war. Bedeutungsschwanger gesessen hat. Genau. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Personalie, die ganz spannend ist. Ja. So, weil du das Gefühl hast, okay, da ist jemand, der hat so ein bisschen Eintracht-DNA, galt ja auch immer als sehr fähiger Funktionär schon nach seiner Karriere. Das ist richtig. Hoch angesehen, glaube ich, beim FC Bayern auch noch schon gearbeitet und so ein Kram. Also über den hört man nichts Schlechtes. Tatsächlich. Was im Fußballkosmos ein Ausrufezeichen ist. Auf jeden Fall. Du hörst ja so die eine oder andere Geschichte, gerade was so ehemalige Fußballer betrifft. Und bei ihm hast du das Gefühl, dass das ein Fußballer ist, der auf jeden Fall diesen Schritt gut gehen kann, nach der Fußballerkarriere dann auch im Executive-Bereich gut zu arbeiten. Da gibt es ja tatsächlich einige, bei denen man dann später gemerkt hat, oh, das hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Und gerade wenn du auch darüber sprichst, dass nichts Schlechtes über Pirmin Schwegler bekannt ist, ist natürlich genau der Punkt. Wir kennen ihn als Spieler, als Mittelfeldmotor. Er war derjenige, der damals den jungen Sebastian Rode im defensiven Mittelfeld angeleitet hat. Wirklich einer der wichtigsten, spannendsten Spieler, damals schon mehrsprachig gewesen. Kapitän der Frankfurter Eintracht jahrelang. Und dann, was du auch sagst, direkt nach seinem Engagement als Profifußballer ist er dann auch erstmal in den Scouting-Bereich gegangen. Da war er beim FC Bayern tätig, hat das ein oder andere tolle Talent. Ich will jetzt meine Hand für die ins Feuer legen, aber sind einige Namen, die ich in meinem Kopf habe, die er auch mitgescoutet hat. Und dann ging es, wie du sagst, richtig weiter, auch zu Hoffenheim. Da hat er schon den Posten unter anderem Direktor Profifußball hat er schon bekleidet. Und das ist auch genau die Position, die er jetzt bei der Frankfurter Eintracht bekleidet. Wie sieht es bei dir aus? Was denkst du, in welche Richtung könnte das aber perspektivisch noch gehen? Weil, ich sag mal so, von außen könnte man jetzt sagen, okay, wir haben Timo Hardung, Timo mit Doppel-M, wir haben Krösche, wir haben auch noch andere Leute, die im Umfeld da rumschwimmen. Ist das nicht langsam ein wenig viel? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es eine gute Situation ist, dass du gerade was die Arbeit von Krösche betrifft, die ja, glaube ich, sehr, sehr positiv zu Recht bewertet wird, schon auch dafür sorgen könnte, dass er in 1, 2, 3 Jahren vielleicht dann den nächsten Schritt geht. So ungern mal das als Eintracht-Fan sich eingesteht, aber es gibt über der Eintracht schon noch so 2, 3 Etagen, wo man sagen kann, okay. 2, 3 Etagen? Ja, 2, 3 Vereine maximal. Vielleicht hat Krösche irgendwann Bock, weiß ich nicht, in Liverpool zu arbeiten, Manchester United mal wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also ich glaube schon, dass Markus Krösche zu Recht einen sehr guten Ruf hat und vielleicht ist die Eintracht hier auch schon dabei zu sagen, okay, man stellt sich gerade in der zweiten Reihe dann breiter auf, dass eventuell da der Nachfolger schon so ein bisschen mit hochgezogen wird. Und da ist es ja ganz gut, wenn der quasi schon mal ein bisschen eingearbeitet ist vorher. Also dass du das Gefühl hast, okay, lass Pirmin Schwegler doch 1, 2 Jahre mal in der zweiten Reihe sich irgendwie so ein bisschen reingrooven, um dann eventuell zumindest die Möglichkeit zu haben, dass er dann irgendwann vielleicht dann noch eine Frontposition einnehmen kann. Also vielleicht ist das so ein bisschen schon perspektivisch gedacht. Glaube ich tatsächlich auch. Ich finde, das ist eine sehr spannende Idee, die du hast. Denn durchaus ist es ja so, dass wir ja schon jemanden haben, der jetzt mit der Eintracht sich auskennt, der auch im Umfeld klarkommt. Und dann ist es natürlich total smart zu sagen, wenn Krösche weiß, dass vielleicht für ihn irgendwann der nächste Schritt kommen könnte, dann ist es natürlich total smart auch zu sagen, okay,
wenn der nächste Schritt kommt, will ich aber, dass die Eintracht darauf vorbereitet ist. So wie wir es im Optimalfall ja immer machen. Und dass wir jetzt schon jemanden haben wie Pirmin Schwegler, der aufgrund seiner Intellektualität, aufgrund seiner Intelligenz auf jeden Fall da reinwachsen kann. Auch, glaube ich, im kommunikativen, im Frankfurter Umfeld durchaus auch zu Hause ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das genau der Schritt ist. Wenn es in 2 Jahren so kommt, dass wir mit Pirmin Schwegler jemanden haben, der dann das Umfeld schon weiß, der auch die Mannschaft besser kennt und wir von der einen zur anderen Situation kommen in einer Smooth Transition. Ich glaube tatsächlich, selbst wenn das nicht so angedacht ist, dass bei einem Verein wie die Eintracht und bei dem Wachstum, was die Eintracht hat, dass es auch notwendig ist, wenn du diese Manpower hast. Ja, ich war jetzt am Wochenende beim Eishockey, habe dort Charlie Körbel getroffen, weil wir beim Eisfußball gegeneinander gespielt haben. Liebe Grüße. Der hat auch erzählt, so wie krass, ich meine, wer kann es besser bewerten als Charlie Körbel? Der ist schon sehr, sehr lange bei der Eintracht dabei. Der sagt, wie der Apparat, wie das alles auch größer wird. Ja. Man braucht ja auch Leute, die sich im Fußball auskennen, die aber vielleicht dann auch so einen anderen Blick aufs ganze Geschäft haben, wie hilfreich das sein kann. Also ich glaube, selbst wenn Markus Rösche noch 10 Jahre bleibt, ist die Personalie Pirmin Schwegler eine sinnvolle, weil wirklich auf einen Verein wie die Eintracht mittlerweile viele, viele Sachen zukommen, um das alles zu bewältigen. Also ich meine, die ganze Geschichte, die wir in den letzten Jahren hier erzählt haben mit der Eintracht, die ist ja wahnsinnig. Also die ist ja wahnsinnig und da passieren ja nicht nur Dinge auf dem Platz, sondern du wächst ja auch neben dem Platz dann mit. Das ist ein wichtiger Punkt. Da brauchst du fähige Leute und ganz im Ernst, Digga. Guck dir andere Vereine an, wie hart die am Struggeln sind, überhaupt eine fähige Person im Management zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt klar. wirklich, das muss man ja mal sagen, es gibt sehr, sehr schlecht geführte Vereine in Deutschland. Die trotzdem Bundesliga-Vereine sind. Ja, oder auch nicht mehr, was schade ist. So. Aber es gibt wirklich, ich will niemanden jetzt hier öffentlich schämen. Aber du sprichst schon den HSV an. Nein, aber es gibt wirklich Vereine, wo du sagst, okay, die strugglen schon, diese eine Figur zu finden. Ja. Und bei der Eintracht hast du das Gefühl, dass gerade in dieser Ebene mehrere Leute da sind und mit Pirmin Schwegler jetzt noch eine weitere. Ja. Also da ist die Eintracht tatsächlich auch gesegnet, dass du das Gefühl hast, gerade auf dieser Ebene, die so ein bisschen, die immer diese Weichen stellt, gerade neben dem Platz, ist sie echt gut aufgestellt und das ist gar nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu unterschätzen und zusätzlich kommt natürlich dazu, dass unser Kader ja grundsätzlich auch gar nicht klein ist und wie die Aufgaben sich dann verteilen, das muss man dann sehen, aber es gibt viele Spiele, die beispielsweise auch im Leihbereich unterwegs sind und da muss man dann auch sehen, kann man die gut genug betreuen, kann man mit den Überblick behalten. Ihr müsst einen Überblick behalten. Ja, den haben wir auch noch. Markus, der kommt im Sommer schon zurück, ja. Muss dich jetzt schon mal kümmern. Aber wir sind auf jeden Fall sehr optimistisch. Schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, was ihr zur Personalie Pirmin Schwegler sagt. Und wenn wir über Personalien sprechen, dann müssen wir jetzt auch mal ein bisschen dazu gucken und dazu kommen, wie es denn sonst auf dem Transfermarkt gerade aussieht. Denn, naja, ich will mal sagen, das ein oder andere Gerücht hält sich hartnäckig. Unter anderem, lieber Basti, dass Omar Mamouche doch schon wieder in der Gerüchteverlosung ist. Zuletzt gab es eine relativ dubioses, als ich gehört habe, plötzlich, Manchester City ist schon klar. Das wurde jetzt schnell wieder von der Eintracht dementiert, auch mit großer Verwunderung kundgetan, dass Manchester City ein Verein ist, der potenzielle Interesse haben könnte. Da, glaube ich, sind wir einer Meinung. Aber wie bewertest du diese Causa aktuell? Ja, so ein bisschen habe ich mir gedacht, boah, jetzt geht das los. Ja. Also du konntest ja schon damit rechnen, ganz im Ernst. Die Hinrunde, die er gespielt hat, die war ja von einem anderen Stern. Ja. Und dass gerade bei einem Verein wie die Eintracht, wenn die diese Entwicklung, die wir vorhin beschrieben haben, macht, dass wir das mittlerweile auch schon gewohnt sind. Du hast ja das Gefühl, nach jedem guten Spiel von einem Eintracht-Spieler reden wir auch, ich meine, das machen wir ja selbst privat auch, redet man über Marktwerte, man redet über potenzielle Nachfolger. Und dass das bei Omar Mamouche gerade in dieser Situation, wenn er so performt, mit diesem Herbst, den er hatte, der wirklich wahnsinnig war, dass dann diese Gerüchte kommen, darauf konnte man sich einstellen, nichtsdestotrotz nervt es trotzdem. Ja. So, du hast so das Gefühl, wir werden jetzt über die nächsten Monate ständig irgendwelche merkwürdigen Quellen haben, die uns sagen, der hat schon da sicher unterschrieben, während er da auch sicher unterschrieben hat, während er da auch noch sicher unterschrieben hat, wo du dir denkst, jo, es gibt aber nur einen Omar Mamouche und nicht 3. Ich probiere das so gut es geht auszuhalten. Man hat immer die Sorge, dass das ein Spieler ablenkt. Den Eindruck habe ich bei ihm noch nicht. So, dass ich das Gefühl habe, das Einzige, was ich will, ist, dass er sein Mamouche-Grinsen nicht verliert. Ja. Weil dieses Mamouche-Grinsen, mit dem er durch die Liga gebrettert ist, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig für sein Spiel auch. Ja. Dass er diese Leichtigkeit in seinem Spiel hat. Und solange er den nicht verliert, können die ganzen dubiosen Portale sich um Kopf und Kragen schreiben. Plätti-Goal und CM Official können 8 Millionen Mal am Tag telefonieren, Quellen austauschen. Am Ende wird er wahrscheinlich im Sommer wechseln. Ja. Die Eintracht wird dafür fürstlich entlohnt werden. Ich glaube, darauf sollte man sich einstellen, eventuell, auch wenn die andere Möglichkeit immer noch besteht. Aber nochmal, ich probiere es so gut es geht, das zu ignorieren, weil am Ende nervt es auch. Also im Endeffekt muss man auch sagen, was viel dazu kommt und was man nie vernachlässigen darf,
Der Blätterwald, er muss was schreiben, er muss auch Klicks liefern, um es mal so zu sagen. Und das können wir alles nachvollziehen. Es ist natürlich trotzdem so, dass ich persönlich glaube, dass ein Omar Mamouche schon einen Plan für sich hat, wie es im Sommer weitergeht. Und ich glaube, dass die schon viel weiter sind gedanklich, als wir das wissen. Und dass da wahrscheinlich genau dieses Grinsen deswegen nicht verschwindet, weil du schon einen Plan hast, weil du eben schon weißt, komm, ich mache jetzt hier bis zum Sommer den Laden auf jeden Fall dicht und dann geht's woanders hin, was auch okay ist. Ich glaube, niemand von uns könnte sauer sein, wenn wirklich Liverpool anklopft, wenn Manchester City anklopft. Das ist für den, guck mal, ganz ehrlich, wir haben gerade schon Bekannte, die jetzt aktuell schon in Ägypten unterwegs sind und die sehen auch schon, das Mamouche-Trikot ist da schon, sag ich mal, gefälscht unterwegs, sage ich mal. Ja, was ja auch bedeutet, guck mal, welchen Marktwert der hat, welche Relevanz er auch in diesem Markt schon hat. Das heißt, also da will ja jemand vielleicht auch nach Mo Salah irgendwie so anschließen, ja. Und ich glaube, das ist auch sein Ziel. Und da kann er den nächsten Schritt gehen. Ich bin da überhaupt nicht sauer. Aber ich glaube, und was wir jetzt mal ganz kurz festhalten müssen, dass das Ganze eher nicht im Winter passiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil im Winter jetzt irgendwelche Bewegungen zu haben, würde sehr, sehr negative Auswirkungen haben. Tatsächlich, ich glaube, wir hatten das an der Stelle auch schon mal besprochen. Ja. Das würde auch keinen Sinn machen. Nein, zu sagen, okay, warum sollte man im Winter so viel mehr Geld kriegen als im Sommer? Ja. Das Einzige, was so ein bisschen in meinen Gedanken ist dieses Mamouche ist, gut, ich traue mich fast nicht zu sagen, weil das habe ich letzten Sommer schon gedacht. Ich weiß Mamouche ist jetzt kommt. auf dem Peak. Ja. Und man muss Cashouts machen, das habe ich im Sommer auch schon gesagt. Aber ich glaube, das macht meine Aussage, auch wenn ich die einmal falsch getroffen habe, jetzt nicht falscher. Ja. Also ich weiß nicht, ob der nochmal Steigerungspotenzial hat. Ich weigere mich, das zu glauben, weil das auch unfair ihm gegenüber wäre, diese Erwartung zu haben, hier Mamouche, da geht schon noch mehr. So, wo ich mir denke, also, oder, ist schon krass, was du machst. Ich glaube, wir müssen uns eher darauf einstellen, dass sich das eher normalisiert, was auch immer noch für ein krasses Niveau sprechen würde. Aber theoretisch gesehen wäre es, glaube ich, echt ganz geil, wenn das zumindest hinter den Kulissen schon klar wäre. Wenn du sagst, okay, man versilbert sich jetzt den Marktwert, den er jetzt hat, in den Hype rein, du nimmst das Geld, er weiß, was im Sommer passiert, das heißt, er hat dann auch seine Ruhe, weil er sich mental darauf einstellen kann. Das ist doch schon passiert. Und dann let's go bis zum Sommer. Da bin ich so sicher, da bin ich so sicher, weil guck mal, du wirst doch jetzt gemerkt haben, in den Monaten, im November beispielsweise, Oktober, November, wo so eine gute Performance da war doch der Marktwert von ihm schon sehr, sehr hoch. Und dann kamen die Angebote schon, die weit geplant haben. Ich glaube schon, dass ein Berater auch ganz klar war, okay. Glaubst du, der weiß schon, wo er hinwechselt? Ich glaube schon, dass er weiß, wo er hinwechselt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Gerüchte, die gerade lanciert werden, dass das irgendwie so Teil einer Situation ist, dass man normal irgendwas schreiben muss. Aber ich glaube, er hat schon einen Vertrag vorliegen. Ob er den unterschrieben hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der weiß schon ganz genau, wo es hingeht. Und dementsprechend habe ich nämlich nie diese Verbissenheit gemerkt, die es dann irgendwann hat, die du hast, wenn du plötzlich nicht weißt, wo es lang geht. Ich glaube, dieses Lächeln, was du ansprichst, das hat er ja immer gehabt. Und ich glaube, das wird er nicht verlieren, weil er genau schon weiß, ich mache hier meinen Job, ich mache den gut, ich bin in guten Diskussionen, aber ich weiß, dass ich im Sommer woanders lande, was gar nicht schlimm ist. Der könnte auch hier in Frankfurt bleiben, ich glaube, der wäre trotzdem motiviert. Aber klar, für ihn der nächste Karriereschritt, diese ganze Karriere hat ja niemand gesehen. Ne? Also keine Ahnung, wahrscheinlich schon, aber von uns niemand. Also Fußball 2000, Blindschleichen 2000, ja, haben es auf jeden Fall nicht gesehen. Dementsprechend schreibt ihr immer in die Kommentare, wenn ihr die großen Seher gewesen seid, dann ist es auf jeden Fall ganz interessant. Aber ich glaube, da können wir relativ optimistisch sein. Optimistisch bin ich tatsächlich auch, wenn es darum geht, dass die Eintracht ansonsten einen relativ ruhigen Transferwinter hat. Wir haben bei Onguené jetzt gesehen, der Abwehrspieler, der zuletzt ja auch kein Glück hatte, auch verliehen wurde und das hat nicht funktioniert. Sehr nett ausgedrückt. Ja, ich sag mal. Seine Zeit in Frankfurt. Ja. Hat er viel Pech auch. Ja, hat auch viel Pech gehabt. Mensch. Ja gut, ich wünsche ihm auf jeden Fall das Allerbeste. Es ist tatsächlich so, dass er jetzt den Vertrag, der wurde jetzt aufgelöst, das heißt, er kann jetzt vertragslos sehen, dass er hoffentlich irgendwo unterkommt. Da drücke ich alle Daumen. Ansonsten ist es eine Personalie relativ spannend, bei der ich unsicher bin, wie es weitergeht. Denn es ist ein Spieler, der durchaus gut gezeigt hat bei seinen Leihstationen, dass er ein relevanter Spieler ist, was wir alle nicht mehr geglaubt haben. Und zwar Heuge. Jens-Petter Heuge, ein Spieler, der bei Bödel Glimt, oder ob ich das richtig ausgesprochen habe, könnt ihr natürlich gleich sagen, ihr schlauen Füchse in den Kommentaren. Hat da sehr, sehr gut performt, war ein sehr relevanter Spieler, ich glaube 26 Spiele. Und ich habe es mir aufgeschrieben hier, genau. Und zwar, Optamav-Zeichen, das ist das internationale Zeichen für Optamav. International. Also wenn ihr Leute auf der Straße seht, die so machen, dann geht es um den Optamav. Genau. 28 Spiele, 8 Tore, 5 Vorlagen, das habe ich natürlich aus meinem Kopf gewusst. Allein in der Liga. Er hat wirklich sich so einem absoluten Stammspieler entwickelt, hat seinen Marktwert wieder nach oben getrieben. Aber jetzt war es so, die würden den gerne haben, aber die zahlen zu wenig Geld. Und da sagt die Eintracht, ja, wenn ihr so wenig Geld uns zahlen wollt, dann machen wir das nicht. Wie ist dein Take dazu? Hast du Hoffnung, dass sich Jens-Peter Heuge tatsächlich noch mal bei der Eintracht entwickelt? Oder ist es ein Spiel auf Zeit? Ich glaube, das sind ganz normale Verhandlungen. So ein bisschen hat es mich daran erinnert. Erinnerst du dich, als
Bruno Hübner dasselbe mit Gladbach gemacht hat, wo es um Bamba Andersson ging. Ah ja. So eine Kaufoption verhandelt und dann am Ende zu sagen, ja gut, die haben wir jetzt verhandelt, aber eigentlich will ich die nicht zahlen. Also ich glaube, das ist, so ein bisschen das, was der Verein, der ihn jetzt eigentlich haben will, sich erhofft, dass man da irgendwie das noch drücken kann. Aber Markus Krösche hat ja schon an anderer Stelle auch bewiesen, dass er ein guter Verhandler ist und dass er dann auch einfach mal Nein sagt und sagt, also ich lasse mich hier auch nicht irgendwie unter Druck setzen oder lasse mich nicht vor mir hertreiben, so in der Art, sondern dass er dann hart bleibt und sagt, gut, wenn ihr das nicht zahlen wollt, dann machen wir das eben nicht. Und dann trainiert er erstmal hier mit. Also ich glaube und ich hoffe auch für ihn, ehrlich gesagt, für Hauge, dass das normale Verhandlungsspiele sind, weil im Endeffekt wäre es ja für ihn schon wichtig zu sagen, okay, gerade nach diesem Auf und Ab, was er hatte, Mailand, Frankfurt, wo er nie irgendwie Fuß fassen konnte, scheint es jetzt geschafft zu haben, dass er da jetzt vielleicht trotzdem dieselbe Sicherheit, die wir Mamouche wünschen, ihm auch gönnen. Ja, klar. Auch wenn er jetzt für uns vielleicht sportlich keine Rolle mehr spielt, weil davon gehe ich nicht aus, dass er irgendwie nochmal bei der Eintracht eine Rolle spielt, aber dass er irgendwie einen sicheren Hafen findet, wo er quasi weiter sich so entwickeln kann, wie er das gemacht hat, weil es ist auch nicht selbstverständlich. So ein bisschen hat es mich gefreut, weil jetzt hätte er ja auch einen anderen Karriereweg geben können für ihn, der wirklich eine Kurve nach unten zeigt, weil das haben wir schon oft gesehen, dass du so Fußballer hast, die dann so einen Knick drin haben. Und nach dieser Rocky-Zeit, die er hatte, weil er hat ja immer wieder so Startelf-Möglichkeiten auch bekommen. In der Vorbereitung hat man dann schon gesagt, oh, Heuge ist jetzt plötzlich der Spieler der Vorbereitung, das geht und da wird jetzt was draus werden. Und es ist im Endeffekt ja nichts draus geworden. Und dass er nach diesen Downs, die er hatte, das war durchaus ja auch so, hat ja viel Ablöse gekostet. Und das war tatsächlich schon so, ich glaube, das hat auf ihm gelastet. Und ich glaube, es ist trotzdem ein Spieler, der einen klaren Kopf hat, wo es wirklich darum geht, aber auch seinen Weg zu finden im Profifußball. Und ich glaube, den hat er jetzt gefunden und er ist total smart, auf jeden Fall den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht aber bei einem anderen norwegischen Verein, wenn Bödo Glimt das Geld nicht zahlen will. Ich hoffe auf jeden Fall für ihn, dass es funktioniert. Ich glaube aber, die Zeit in Frankfurt, das ist so eine Alibi-Zeit jetzt. Du kannst dich hier professionell fit machen. Das ist ja auch dann Ich meine, er hat Vertrag. So, genau, ist auch gut. Das ist im Endeffekt ganz normal. Aber er hat jetzt beispielsweise beim Trainingsspiel, bei dem verlorenen Trainingsspiel gegen Mainz hat er auch nicht gespielt. Das ist schon ein deutliches Zeichen. Übrigens wie der ein oder andere auch. Also Dina Ebimbe spielt ebenfalls nicht. Und da muss ich auch schon sagen, wenn wir über Heuge sprechen, auch Ebimbe, wir haben bei der großen Hinrunden-Endfolge darüber gesprochen. Auch da stehen meiner Meinung nach die Zeichen eher auf Abschied. Sieht so aus. Du hast schon gesagt, momentan ist der Winter noch ein bisschen ruhig, aber das geht ja noch ein bisschen bis Ende Januar. Irgendwie habe ich mich darauf eingestellt, dass wir das skippen. Also ich war gar nicht so in diesem Transferflow. Weißt du, was ich meine? Man merkt es aber auch gerade bei uns in der Besprechung zum Redline Day. Ja. Normalerweise hast du immer so das Datum im Kopf gehabt und gedacht, oh Gott, wer weiß, was dann passiert. Ja. Wir müssen irgendwie letzten Winter 5 Spieler holen. Man muss reagieren, man muss das machen, der geht, der bleibt, bla bla. Diesmal gar nicht. Ist auch immer ganz wohltuend, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Ist ganz wohltuend zu wissen, okay, klar gibt es immer wieder die ein oder anderen Gerüchte, aber nicht in dieser Masse, dass sich das irgendwie um den Schlaf bringt. Sondern du hast so das Gefühl, und die Aussagen decken sich ja damit, dass die Eintracht selber sagt, okay, wenn es nach uns geht, soll gar nichts passieren. Nee. Sowohl auf der Abgang- als auch auf der Zugangsseite. Ja. Hallo. Ich würde es auch unterschreiben. Ja. Ich glaube, du hast recht, dass mit Ebimbe jemand da ist, wo mit Sicherheit die Eintracht ans Telefon geht, wenn da jemand anruft. Aber da muss man halt auch mal gucken, da muss auch das Angebot stimmen. Ich glaube nicht, dass sie den verramschen werden, sondern dass da, im Endeffekt in aller Ruhe agiert wird und ich hoffe, dass das so bleibt, ehrlich gesagt. Das hoffe ich tatsächlich auch. Ich bin mal gespannt, wie es mit der Bimbe weitergeht. Ist immer noch ein toller Spieler, wir haben es ja letztens schon gesagt. Aber einer, bei dem die Zeichen auf jeden Fall auf Abstieg stehen. Mal gucken, wo es hingeht. Für mich ist tatsächlich wichtig, dass er auch, natürlich, dass wir unsere Ablöse bekommen, das ist auch klar. Ja? Aber auch, dass der Spieler so seinen Weg findet. Aber wenn wir über Spieler, die einen Weg finden, sprechen, muss ich sagen, die eine Personalie noch mit reinnehmen, die potenzieller Zugänger bei der Eintracht so ein bisschen gerüchtet wird. Und zwar hängt das auch mit der Personalie Pirmin Schwegler zusammen. Denn da wird ja jetzt schon viel über Tom Bischoff gesprochen, die Mittelfeldhoffnung aus Hoffenheim. Und da kann ich natürlich jeden verstehen, der sagt, aus Hoffenheim will ich auf jeden Fall möglichst schnell weg. Ja? Und 19 Jahre, ist ja auch gebürtiger Aschaffenburger und Junioren-Nationalspieler. Und tatsächlich jemand, bei dem ich sagen würde, wenn die Eintracht da irgendwie Zugriff hätte, macht das. Ja, kann ich nicht mehr zu sagen. Also ja. So, als ich die Gerüchte gehört habe, war es so, dass ich dachte, da werden sich wahrscheinlich andere Vereine melden, wo die Eintracht nicht mithalten kann. Ja, Juve ist ja auch interessiert, ne? Und ich glaube, dass man das auch einsehen muss, wenn das so ist, wenn du halt wirklich so ein Juwel hast, wo man dann mitmacht.
alleine, dass die Eintracht da mit in diesem Gerüchtetopf ist, ehrt die Eintracht schon tatsächlich. Ist schon. Da muss man aber vielleicht realistisch bleiben, zu sagen, okay, wenn man das realisieren kann, dann ist es ein absoluter krasser Move. Ja. Aber man sollte auch nicht komplett enttäuscht sein, wenn das nicht klappt, wenn da auch andere Hunde mit pissen wollen. Also das ist, glaube ich, einfach so, dass es trotz, auch wenn die Eintracht diese Entwicklung gemacht hat, die sie gemacht hat, es gibt immer noch Leute, die ein größeres Scheckbuch haben. Und dann muss man halt gucken, was er will. Ja. Und ehrlich gesagt, Leipzig ist auch in der Verlosung. Wenn jemand bei Hoffenheim spielt und dann lieber zu Leipzig als zur Eintracht geht, dann will ich ihn auch gar nicht. Das ist richtig. So, dann ist es so. Das ist ja für ihn auch eine Karriereentscheidung, Cash oder Emotion und oder beides. Von daher, es ist ein spannender Spieler. Es ist wirklich wahrscheinlich auch ein kommender A-Nationalspieler. Definitiv. Und alleine, dass die Eintracht da seriös und mit Hoffnung mitmischen kann, sagt alles darüber aus, in welche Richtung die Eintracht sich entwickelt hat. Und ich finde es total spannend, weil du hast natürlich angesprochen, von Hoffenheim kommt, wäre natürlich auch der Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, dass die Juniorenarbeit bei der Eintracht ja nicht immer so gut ist, wie sie in den letzten Jahren ist. Und das ist natürlich ein Punkt, das hat der sich vielleicht auch gedacht und deswegen ist er vielleicht auch von Aschaffenburg dann irgendwann nach Hoffenheim gegangen, weil die Jugendarbeit natürlich da total gut war. Aber die Eintracht hat jetzt die nächsten Schritte gemacht im Profibereich und ist jetzt ein attraktiver Verein. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, man muss auch immer, auch von Seiten der Eintracht, immer über eine erweiterte Regionalität nachdenken. Und die erweiterte Regionalität liegt natürlich in Aschaffenburg, Einzugsgebiet von vielen Eintracht-Fans. Und dementsprechend, das wäre regional maßgebend, durchaus relevant, wieder so ein Spieler hierher zu holen. Also ich bin sehr gespannt. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare. Tom Bischof, schreib du in die Kommentare. Schreib du doch mal. Kommst du oder nicht? Ja, genau. Sag doch einfach mal Bescheid. Du kannst uns auch anrufen oder so bei Instagram. Dann können wir auch irgendwas mit dir machen. Das ist gar kein Problem. Also wir sind total flexibel. Macht das auf jeden Fall. Aber was die Eintracht jetzt machen muss... wenn du bist heute im Überleitungsfieber. Heute geht das ist schon die vierte gute Überleitung, Alter. Ja, hast 2 Kekse gewonnen. Den einen esse ich auch gleich. Heute geht es jetzt aber erstmal darum, dass die Frankfurter Eintracht gegen St. Pauli dringend was reißen muss. Denn, ihr lieben Leute, wir wissen ja, es gab diese kleine Delle. Es gab diese kleine Delle der Frankfurter Eintracht, wo es nicht so gut funktioniert hat. Ich will jetzt noch keinen Schockmoment ausrufen. Aber es wird Zeit. Die Eintracht muss wieder 3 Punkte holen. Und ich weiß, St. Pauli, kein dankbarer Gegner. Zuletzt gegen Stuttgart gewonnen. Was machen wir damit? Wach sein. Also die Eintracht muss tatsächlich wach sein, weil ich glaube, das könnte schon ein wegweisendes Spiel sein, zumindest was die Stimmung für den Start ins neue Jahr betrifft. Ja. So, du hast diese Mini-Zweifel im Hinterkopf, die sind noch nicht draußen. Nee, sind nicht draußen. Die kannst du auch erklären, also man kann erklären, was da passiert ist, ohne irgendein einziges Alarmaufrufezeichen irgendwo zu haben. Aber natürlich wäre es schon gut, wenn du da zumindest, wie soll man sagen, nicht verlierst. Weil dann würden diese Ausrufezeichen vielleicht auch ein bisschen größer werden und sich vielleicht in kleine Fragezeichen verwandeln. Basti, müssen wir die Sternsinger mit nach St. Pauli nehmen, damit die uns den Weg weisen und uns zeigen, wo es hingeht, wo die 3 Punkte hinführen. Das wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Wir sind hier natürlich live in der Realität in Frankfurt. Und wenn die Sternsinger am Start sind und uns vielleicht den Weg weisen, müssen wir auch die mitnehmen, Basti. Was meinst du? Was braucht das? Was braucht es, damit die Eintracht die 3 Punkte holt? Müssen wir vielleicht sogar ein bisschen umstellen? Ich habe überlegt, könnte unser Sternsinger der Mario Götze sein? Ich hoffe tatsächlich, weil ich habe ihn schon in den letzten Spielen so ein bisschen vermisst. Ja. Ich habe immer mit seinem Startelf-Einsatz gerechnet und für mich ist er ein wichtiger Faktor, was so eine Erfahrungsstabilität betrifft. Ja, so, man sieht ihn nicht immer in irgendwelchen Blockbuster-Momenten im Spiel, aber in diesen kleinen. So, es ist so ein bisschen Programmkino teilweise. So, der ist jetzt nicht irgendwie dieser Pam-Pam. Ich habe gerade ein bisschen Angst, mit welchem Schauspieler du ihn gleich vergleichst. Keine Angst. Nein, aber Mario Götze ist ein wichtiger Faktor. Ihn würde ich tatsächlich gerne mal wieder sehen, weil er genau dieses Spiel auch schon erlebt hat. Also ich glaube, der geht nicht mit der maximalen Aufregung, der kennt das alles. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil St. Pauli wird probieren, über die Emotionalität zu kommen, die werden probieren, über den Kampf zu kommen, die werden auch Bock haben. Das sind ja genau die Spiele, warum du als St. Pauli und als Fan von St. Pauli aufsteigen willst. Ja, klar. Damit du daheim gegen die Eintracht spielst. Ja. Das sind ja die Spiele. So, deswegen haben wir die aber auch ganz gerne in der Liga, weil wir auch Bock haben. Ja, wir haben auch Bock haben, hinzufahren. Man merkt es auch, ganz ehrlich, ich hatte noch nie so lange keine Karte. Ja. Das wirkt so, als wäre das Europa League-Endspiel, was die Kartensituation betrifft. Also wenn einer eine Karte hat, schreibt mich an, Alter. Ich suche immer noch. Aber nicht in die Kommentare schreiben, sondern nur mir selber. Nein. Aber das zeigt ja so, wie
der Hype auf dieses Spiel ist. Und es ist geil. Das ist ja auch in der Bundesliga nicht mehr selbstverständlich, dass du einen geilen, attraktiven Gegner für eine Auswärtsfahrt mit einer geilen Stadt hast. Auf St. Pauli, da wird geile Stimmung sein von beiden Seiten. Samstag auch geil. Sportlich wichtiges Spiel. Du musst die Weiche wieder Richtung Positivität stellen. Also es ist alles drin. Samstag 15:30 Uhr, auch fast eine ungewohnte Zeit mittlerweile in den letzten Jahren für Eintracht-Fans. Was ist dieses 15:30 Uhr? Ja, Samstag 15:30 Uhr, auch nicht mehr so oft gespielt. Also es ist alles da, was man haben will. Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Pam, pam, pam. Und die Eintracht muss sich, um einen berühmten Philosophen zu zitieren, Marvin Mendel, rein brutalisieren in dieses Spiel. So ist es. Ja, das müssen sie, denn man darf die St. Paulianer nicht unterschätzen. Ich habe es eben gerade gesagt, gewonnen gegen Stuttgart, verloren aber davor gegen Werder Bremen. Also durchaus eine Mannschaft, die natürlich nicht umsonst relativ weit unten in der Tabelle steht. Aber es ist so, die haben jetzt im Wintertransferfenster auch nachgebessert. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der Kollege Noah Weishaupt kam von Freiburg, ist ein Außenspieler, ein Außenstürmer. Und natürlich will er genau diese problematische Situation beheben, die bei St. Pauli passiert. Denn die haben nicht viele krasse Torschützen. Ja? Also da ist es tatsächlich so, da verteilen sich die meisten Torschützen auf 2, 3 Tore. Und da ist es natürlich so, dass der Herr Eggestein, man kennt ihn noch, ja, ist tatsächlich einer der Spieler, die am meisten getroffen haben. Unter anderem auch beim letzten Spiel. Aber es ist tatsächlich so, da gibt es nicht diesen einen Spieler, auf den du aufpassen musst. Nur Weishaupt mit seiner Schnelligkeit, mit seinem jugendlichen Leichtsinn, natürlich auf jeden Fall einer, da muss man aufpassen. Aber Basti, würdest du fernab von Mario Götze, bei dem du ja schon gesagt hast, dass das jemand ist, den du ganz gerne reinnehmen würdest, auf welche Position würdest du ihn setzen? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch einen Mario Götze reingesetzt. Ich bin aber dafür, dass der eher in der defensiven Position ist. Also, dass der einer der Sechser ist. Also entweder ich könnte mir mit Larsson beispielsweise das vorstellen. Und dass ich vorne, und jetzt kommt nämlich der Punkt, eine Person würde ich ganz gern drin lassen. Ich würde es ganz gern noch mal mit Shaibi probieren. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass Shaibi gerade ein Spieler ist, der gegen St. Pauli dieses ungewisse Ungestüm herauslassen kann. Da gehe ich nicht mit. Das ist schade. Ja, das ist, ja, kann man ja offen diskutieren. Also ich würde tatsächlich mir Usun wünschen auf der Position, weil er für mich einfach in den Zeiten, in denen er dann eingewechselt wurde, so ein bisschen mehr Torgefahr dargestellt hat und ein bisschen mehr dieses Spezielle hatte. Bei Chaibi hast du das Gefühl, der denkt zu viel nach aktuell. Ja, okay. Und der hat ja auch die eine oder andere Chance noch bekommen tatsächlich, auch wenn der die Leistung das vielleicht gar nicht hergegeben haben. Also der Topmann hat ihm auch das Vertrauen geschenkt, was gut ist. Dass du als Spieler das Gefühl hast, selbst wenn du mal irgendwie eine Schwächephase hast, lässt sich der Trainer nicht fallen. Das ist ein absolut super Zeichen. Ja, finde ich. Aber ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen zu sehen, okay, dann ist jetzt mal der andere dran und darf sich ausprobieren. Ja. Ich habe mit Usun einen Spieler irgendwie drin, der zusätzliche Torgefahr zu Mamouche und Etikette bringen kann, was es dem Gegner dann halt schwerer macht, sich auf dich einzustellen. Weil im Endeffekt hast du das Gefühl, das hat die Bundesliga auch gemacht. Und da muss man auch mal sagen, ganz ehrlich, da ist Omar Mamouche auch nicht genug geschützt worden. Das ist richtig. Also als Mamouche dann wirklich diese Formkurve nach oben hatte, wie brutal der angefangen hat, glaube ich, bei Union Berlin, wie brutal da angegangen worden ist, ohne dass die Gegner verwarnt wurden, war schon wahnsinnig. Da hast du das Gefühl gehabt, der muss irgendwie umgebracht werden, damit der Gegner mal eine Karte bekommt. Aber das gibt Gelb. Ja, wenn überhaupt. So. Und dann haben die Gegner, sie hat sich ja quasi auf ihn eingeschossen, das konnte Etikette bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, weil er ja auch so eine gewisse Spezialität in seinem Spiel hat. Wenn du jetzt mit Usun noch einen dritten dazu bekommst, dann könnte das, glaube ich, auch Etikette und Mamouche helfen, dass sich der Fokus nicht nur auf die beiden konzentriert, sondern vielleicht dann auch auf ihn, weil du dann 3 Spieler hast, die da für Wirbel sorgen. Also mein Take wäre jetzt, ist mit Usun mal auszuprobieren. Okay. Aber ich werde auch keinen Fanprotest starten, wenn Chaibi von Anfang an spielt. Also das ist eine gute Situation, weil Chaibi ja gerade auch durch seine Standardsituation vielleicht einen Faktor bringen kann. Du weißt nämlich nicht, weil ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass St. Pauli keine Mannschaft ist, die jetzt einen Hurra-Fußball zu Hause spielt, sondern das wird schon eine enge Kiste. Du musst dich auf den Kampf, du musst dich einlassen. Ja. Du kannst, wenn einer mit 2 Fäusten vor dir steht, nicht sagen, das diskutieren wir jetzt aber aus. Nee, da musst du sagen, was willst du denn? So, da musst du auch so ein bisschen... Heißt es für dich Christensen? Ich glaube tatsächlich, dass das ein Spiel ist, wofür jemand wie Christensen geboren wurde. Auf jeden Fall. Ne? So. Also der wird nach Hamburg laufen. Der wird nach Hamburg laufen für das Spiel. Oberkörperfrei. Auf jeden Fall. Ja gut, ist ja jetzt auch nicht so warm, ne? Der rollt sich in eine Eistonne dahin. Was geht ab? Also Christensen wäre auf jeden Fall ein Spieler, bei dem du wirklich sagen würdest, den würdest du nochmal stellen, allein wegen der Körperlichkeit. Ne? Denn es ist ja, ich glaube, das ist auch, das müssen wir ganz klar sagen. Will, dass der so jemanden packt, wie den Lyon-Spieler gepackt hat. Ja, genau. Ist mein Ton noch da? Ich glaube, der Ton ist noch da. Nee, alles gut. Also, liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr sagt, wenn ihr hinstellen wolltet. Also nicht nur hinstellen, sondern auch reinstellen, weil es natürlich schon sehr wichtig ist, dieses Spiel wirklich erfolgreich zu gestalten. Ganz im Ernst, die Eintracht muss gewinnen. Punkt. Ja.
Das ist es. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz klar sein, es bringt nichts, irgendwie darüber zu reden, naja, ein Punkt wäre auch okay. Quatsch. Die Eintracht muss in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Eintracht spielt gegen einen deutlich unterlegenen Gegner und da muss eine neue Souveränität... Hast jetzt auch eine Pause gehabt. Ja. Ich will jetzt auch nichts hören. Wobei die Pause natürlich nicht großartig ist. Ja, aber die ist länger gewesen als die ganzen Pausen, die wir in diesen englischen Wochen die ganze Zeit Das ist richtig, so ein bisschen mal runterkommen. Was auch passieren wird, Kevin Trapp ist wieder am Start. Das haben wir jetzt vernommen. Nach seiner Verletzungspause, nach seiner Auszeit, hat er nicht nur wunderbare Hebefiguren gemacht, wie wir alle gesehen haben bei Instagram, sondern er ist auch wieder im Start. Hat auch jetzt bei dem Testspiel gegen Mainz im Tor gestanden. Also da bin ich sehr zufrieden. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Gibt es denn sonst noch Personalien, die du siehst, wo du sagen würdest, da würdest du Veränderungsmöglichkeiten sehen? Nee. Es ist, glaube ich, auch egal, ehrlich gesagt, weil du hast das Wichtigste gesagt. Im Endeffekt, egal in welcher Konstellation die Eintracht dort auftritt, muss dieses Spiel gewinnen. Und ich finde auch nicht, dass die Eintracht, und das ist auch ein Learning der Hinrunde, beziehungsweise des ersten Jahres, dass du trotz Rotation nie einen krassen Abfall hast. Ja. Sondern, weißt du hast sehr viele Spieler, wo du keine Bauchschmerzen hast, wenn sie spielen. Also selbst wenn ein Heuland von Anfang an spielt, dann kannst du damit rechnen, dass er vielleicht aufgrund seiner Unerfahrenheit noch den einen oder anderen Fehler drin hat. Aber trotzdem keine Katastrophe ist. Auf jeden Fall keine Katastrophe, was aber schon heftig ist und worauf man sich einstellen muss. Wir haben über Pausen gesprochen. Die Tatsache ist schon so, dass wir ab Samstag keine Pausen mehr haben. Denn da geht das Bundesliga-Geballer nämlich richtig los. Wenn ich richtig in meinem Kopf habe, Samstag, Dienstag, Freitag. Freitag dann übrigens das absolute Topspiel gegen den BVB, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das Stadion nur sinnbildlich, liebe Leute, die Polizei Frankfurt muss nicht präventiv ausrücken, brennen wird. Ja, also insofern glaube ich, dass wir jetzt in die harten Wochen kommen. Deswegen ist es total smart zu überlegen, schnell wirklich die Punkte zu holen, das auch fix zu machen und dann auch zu überlegen, wen setze ich wann ein. Also dass nicht alle Spiele die gleichen 11, alle 3 Spiele machen werden, das ist auch klar. Aber vielleicht sehe ich da Optionen, vielleicht sehe ich dann einen Can Usun eher bei St. Pauli. Und dann sehe ich einen anderen Spieler, der dann zum Einsatz kommt. Und ich brauche auch wieder einen ganz anderen Spieler gegen den BVB. Liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr aufstellen wollen würdet. Und dann sehen wir uns nach den 3 Punkten gegen St. Pauli wieder. Pam, pam. So ihr Lieben, das war unsere Preview-Folge für das Spiel gegen St. Pauli. Wir sind alle gespannt und wir hoffen auf 3 Punkte und ihr natürlich auch. Schreibt uns da ein bisschen in die Kommentare, was euer Tipp sein könnte. Aber ich will euch noch was empfehlen. Und zwar haben wir Fußball 2000 Mystery. Es ist die wahnsinnige Folge mit Stefan Reich und dann gehen wir den Detali-Millionen nach. Und da könnt ihr euch mal hier reinklicken und dann werdet ihr erleben, was da überhaupt so passiert ist. Und eine Sache noch, 21.08. vormerken, da sind wir wieder live am Start. Da gibt es übrigens auch Karten. Müsst ihr gucken, wo es die gibt. Ha, sage ich euch nicht. Müsst ihr selber googeln. Aber erstmal bei Fußball 2000 Mystery reinklicken. Ding, ding. Fußball 2000 mit der Fortsetzung der Quizshow, die ihr beim ersten Teil schon gesehen habt. Ich führe jetzt die aktuell. Ja, du führst. Ich höre jetzt auf. Ich werde nicht vergessen, das Handkäse-Frühstück im Trainingslager im Sommer. Videobeweis. Weißt du, warum ich nicht gedrückt habe? Weil ich mich geschämt habe, dafür 4 Punkte einzunehmen. Richtig. Kontestanten. Ich habe doch zu spät gedrückt. Ja, aber dann liegt es vielleicht auch ein bisschen an dir. So, weiter mit dieser Skandalshow. Danke.